ist, glaube ich, das Krasseste, was wir bis jetzt gemacht haben im Leben. Ja, offensichtlich haben wir kein Handy dafür, den richtigen Tag auszuwählen zum Losfahren. Genau. Aber ja, wir sind ein bisschen im Stress. Wir werden ein paar schöne Tage in Tuschetien oben haben und leider sind die begrenzt im Moment. Darum sind wir heute schon losgefahren. Und zudem sind Freunde von uns, Benny und Nicole, in Tuschetien und wir möchten sie mega gerne dort oben noch treffen, bevor sie wieder retour fahren. Wir müssen nämlich mit ihnen anstoßen. Aber das gibt es dann später. Wieso? Genau. Ja, heute sind wir den ganzen Tag im Regen gefahren. Wir sind jetzt bis am Fuß gekommen von dem grossen Anstieg, den wir vor uns haben, die nächsten 3 Tage. Richtung Abano-Pass rauf, also auf 2900 Meter. Das ist der Pass, der uns nachher ins abgelegene Tuschetien führt. Und ja, für die, die es gerade gesehen haben, wir haben heute ein Melonengeschenk bekommen. Das liebste Geschenk für Fahrradreisende, wirklich. Wir sind vorher... Ja. Wir waren vorher in Pshaveli. Das ist der letzte grössere Ort vor Tuschetien. Und wir haben gedacht, wir müssen unbedingt noch Geld abheben, weil es in Tuschetien keine Bank gibt. Wir müssen noch ein bisschen Essen posten, weil es in Tuschetien nicht wirklich einen Supermarkt gibt. Ausser einen halt mit Gutzli, aber halt ohne Milch oder Gemüse und Früchte. Und Pshaveli war mega klein, hat keinen Bankomat gehabt. Und ein mega netter Mann hat uns dann angeboten, uns nach Alavani zurückzufahren und dort zum Bankomat zu fahren. Und er hat dann unterwegs für uns gehalten und noch eine Melone für uns geholt. Mega nett. Ja. Guten Morgen miteinander. Ja, jetzt geht's los. Ja. Jetzt geht's drauf. Tag 1 von unserer Passüberquerung Richtung Omalau in Tuschetien. Entlang von einer der anscheinend gefährlichsten Strassen der Welt. Einmal für Autofahrer jedenfalls. Für uns wird es vor allem anstrengend werden. Ja. 2 Tage rauffahren, Plackerei. Ja, Schinderei. Ja. Es wird ja nicht ohne sein. Genau, und jetzt hier fährt der Übergang von Asphalt zur Schotterstrasse, die uns begleiten wird. Wir haben gedacht, dass wir die beiden heute noch treffen, weil die haben auf dem Pass übernachtet. Aber wir wussten natürlich nicht wann. Aber es war klar, dass wir sie sehen. Ja. Sehr cool. Ja, es ist ein verdammter Kampf. Wir sind jetzt auf 1215 Meter oben. Und wir sind mehr am Schieben als am Fahren. Also deutlich mehr. Und eigentlich kämpfen wir 10 Meter Höhenmeter rauf, Pause machen, 10 Meter Höhenmeter rauf, Pause machen. Oder jetzt sogar 5 Meter. Ja, man kann gar nicht mehr fahren. Also das ist crazy. Du kannst wirklich nicht fahren im Moment. So steil. Das ist, glaube ich, das Krasseste, was wir bis jetzt gemacht haben im Leben. Sportlich. Sportlich gewesen. Ja. Es ist brutal anstrengend. Ja. Und das ist erst der Anfang. Ja. Wir sind jetzt noch 2 Tage so unterwegs. Kommen wir oben.
Wir sind hier oben angekommen. Und da wartet unser Gepäck auf uns. Yeah. So schön. So schön, wenn man Vertrauen hat in die Leute. Ja. Wir haben 400 Höhenmeter weiter runter. Haben wir definitiv nicht mehr mögen. Es war ja schon 4 Uhr. Und wir haben gewusst, wir müssen hier noch rauf. Es wird keinen anderen Schlafplatz haben. Und darum haben wir ein Auto angehalten und gefragt, ob sie unser Gepäck mitnehmen können. Weil ohne Gepäck würden wir es, glaube ich, noch schaffen. Das haben wir jetzt geschafft. Aber es war auch so noch genug streng gewesen. Also, wir haben ein bisschen gecheatet, aber ich glaube, das geht voll in Ordnung. Es ist so heftig. So, wir haben gegessen und jetzt geht es in die heißen Quellen. Ja, es sind uns angekündigt worden als mega Highlight und das sind es definitiv. Das perfekte Wasser für heiße Quellen. Wo wir dann Häuschen da rein sind. Jetzt schauen wir das an. Wow. Wow, ist das genial. Dort oben ist unser Ziel. Da ist der Pass. Das müssen wir noch schaffen. Weiss man auch, wieso das eine der gefährlichsten Strassen der Welt ist. Wenn man so Stellen wie da sieht und wenn man dann schaut, dass da dann der Hang runtergeht. So. Yep. Ja, wir haben es geschafft, wir sind auf dem Pass, auch wenn wir das Gepäck hochfahren lassen haben. Es war brutal anstrengend. Die letzten 200-300 Höhenmeter, da haben wir brutal gelitten. Und wir hatten Hunger gehabt. Und das Essen hat auf dem Pass oben auf uns gewartet. Ja, nichts mehr zu essen gehabt. Darum als erstes gerade kochen. Gibt es eine Portion Pasta. Ja, das wird unsere Strasse sein. Hier oben runter geht's. Und dann das Tal führen. Ganz weit. Ja. Es sind noch fast 30 Kilometer bis auf Malo. Ja, mal schauen, ob wir das heute noch schaffen. Doch beide recht kaputt. Yay. So schön, hey, wow, schau dir das an. Wahnsinn. Ja. Das ist fantastisch. Von oben ist das Geschlängleben schon noch geil. Ja, vor allem jetzt mit dem Licht gerade.
მადლი ჭერს ხო ავიჭუ ნალიც ხენს ხემის სიმს სიმიგუ რწმენა ლექს ფარი ხმალს ბედი წამს ოქრო თვალს. Ja, jetzt haben wir gerade Morgen gegessen und Kaffee getrunken an diesem schönen Platz da und endlich ist die Sonne vorgekommen. Es war sicher irgendwie unter 0 Grad gefühlt heute Morgen. Wir haben richtig gefroren und jetzt, ja, das ist schön. Ja, und nächster Stopp ist Omalo. Jetzt geht es noch wieder rauf. Und dann suchen wir uns ein Gasthaus und genehmigen uns endlich eine Dusche. Yep. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind in Omalo oben. Yay! Yeah. Ah, shit. Ist das ein Kampf gewesen? Ja, wirklich bis zum Schluss. Jetzt hat die letzten 200 Höhenmeter da doch ist mega streng. Ja, es ist glaube ich das Strengste, was wir bis jetzt gemacht haben im Leben, würde ich sagen. Wir auch, also sportlich gesehen. Ja. Da sind wir. Ja. 4 Tage. 3 Nächte. Ja. Plackerei. Stundenlang kämpfen, fighten gegen die Steilheit vom Terrain. Und der Regen. Jetzt wird es Zeit für ein bisschen Komfort und Erholung. Und ein Bier. Ja. Ich bin stolz sein. Wir sind endlich in Tuschetien, einem der abgelegensten und wohl authentischsten Regionen, die es noch gibt in Europa. Insgesamt sind es 3 Täler, die nur von Mai bis Oktober zugänglich sind, beziehungsweise wenn die Strasse offen ist, die ihr ja gesehen habt auf den Videos, wo wir gefahren sind. Und ja, jetzt sind wir schon ein bisschen Ende Saison, Mitte September. In 3 Wochen gehen viele der Leute wieder runter ins Tal nach Albani, wo sie den Winter durch verbringen und kommen dann im Frühling wieder. Und nur ein paar ganz wenige Leute bleiben hier oben in Tuscheti, in diesen vereinzelten Dörfern. Und unter anderem in Bocciorna. Man sieht es dort knapp im Übergang von Schatten zur Sonne. Das ist Bocciorna. Das ist das höchstgelegene Dorf in Europa, auf über 2300 Meter oben. Und das macht eben jetzt Uschkuli, der rufstreitig als höchstgelegenes Dorf von Europa, das ganzjährig bewohnt ist, weil der eine ältere Herr hat beschlossen, dass er im Winter jetzt da bleibt. Und sind da ist Bocciorna, das höchstgelegene, jährlich bewohnte Dorf in Europa. Ja, bei traumhafter Aussicht gibt es jetzt endlich unseren Wein. Jawohl, und ein bisschen Cha-Cha. Vorglühen. Ja, wir haben Benny und Nicole getroffen in Tuschetien. Ja. Und sie sind mehr oder weniger frisch verbunden. Und jetzt stoßen wir endlich an mit Endlich, genau. Alle 4 übernehmen und Antipassen geschafft. Ja. Und jetzt gibt es ein feines Essen. Und ihr habt richtig gehört. Die 2 haben sich auf dem Abano-Pass oben verlobt. Und wir freuen uns jetzt schon auf ihr Hochzeitsfest. Ja, nachdem wir gestern einen Pausentag gemacht haben, sind wir jetzt wieder on the road again. Genau. Und zwar geht es jetzt von Omalo noch weiter ins Tuscheti hinterher auf Tartu. Anscheinend eines der schönsten Dörfer von Tuschetien. Und wir können es kaum erwarten, noch ein weiteres Tal in dieser abgelegenen Gegend von Europa zu erkunden. Genau. Es geht aber noch recht auf und ab bis dort. Ja, wir müssen also uns wieder hart erarbeiten. Schon wieder. Ja, scheiße. Blöde Berge. Blöde, schöne Berge. Oh, rida, 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 oh, rida, 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 oh.
Ori dari dari da o, 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 ori dari dari da o. Kenara bargabitna kiyas ailaina Machila singadami. Wir sind auf dem zweiten Hügel oben, jetzt geht es nur noch runter, bis auf Tartlo runter. Es war tough, teilweise mega steil. 400 Höhenmeter kurz rauf, kurz vor allem. Aber unterwegs haben 2 Belgier angehalten, wobei er in Georgien lebt und in Kulo das Glamping auf der vis-à-vis also auf der anderen Seite vom Tal führt. Und die haben uns angeboten, das Gepäck raufzufahren. Und jetzt sind wir hier oben angekommen. Das Gepäck ist da. Und was hat es noch? Überraschung. Noch 2 Äpfel! Yeah! Und Lisa hat vorher gerade gefunden. Ich hätte so Lust auf einen Äpfel, aber wir haben nur noch 2 für die nächsten 3-4 Tage und gefunden, nein, ich kann ihn noch nicht essen. Und jetzt das. Ja, wir haben gefunden, wir machen gerade auch noch Mittagspause da. Weil wir haben Hunger. Und es geht jetzt nur noch drauf, bis auf Tartlo runter. Also von dem her alles easy. Die Arbeit ist gemacht, wir können es jetzt wirklich gemütlich nehmen. Und die schöne Landschaft genießen. Ja, völlig. Lama samuare gastina Ich keria latilina Sudacha hai kwarina Dai dari da da dei hey way Dai dari da di way Dai dari da da dei hey way Ich keria geti der way Dai dari da da dei hey way Dai dari da di way Dai dari da da dei hey way Ich keria geti der way Saviti so bezamo Hizawo so daima Yalcha chodaimana Yuta ikta yechila Malika Azachiti bargashna Duka izi oidagna Yalasyaga Malika Malika, Malika, Malika Azachiti bargashna Duka izi oidagna Yalasyaga Malika Tartlo ist eines der schönsten Dörfer in Tuschetien. Im mittelalterlichen Bergdorf finden sich mächtige Wehrtürme und malerische, schieferdeckte Steinhäuser. Und man fühlt sich in der Zeit zurückversetzt. Einige Familien haben ihre Häuser zu Unterkünften umgebaut, ansonsten lebt man von der Schafzucht und im Winter ziehen die meisten Familien zusammen mit ihren Tieren wieder ins Tal runter und kommen im Sommer wieder hier rauf. Ja, das, was wir hier sehen, ist ein traditionelles tuschetisches Gericht, das Sabtkeo. Da früher sind 12 Jurymitglieder gesessen auf diesen Steinsitz und haben miteinander entschieden, was mit diesen Leuten in der Mitte passiert. Und das Härteste war im Dorf. Ich bin nach ein paar Jahren dann wieder zurückgekommen. Und wer denkt, dass man das schöne Dorf Tartlo nicht mehr toppen kann, muss nur 300 Meter weiter raufgehen, weil dort befindet sich das Festungsdorf Kvevlo mit einer spektakulären Aussicht und noch mehr Wehrtürme. Und nach der Wanderung ist es für uns weitergegangen, durchs Pirikita-Tal nach Györevi, das gefühlte Ende der Welt.
Wir präsentieren das gefühlte Ende der Welt. Wir sind im Girevi, das ist das letzte Dorf in diesem Pirikita-Tal in Tuschetien. Da hört die Strasse auf und von da aus geht es nur noch zu Fuß weiter über den Pass Richtung Châtilly, gerade an der Grenze zu Russland. Und wir haben versucht, hier Milch zu bekommen. Wir haben schon den ganzen Tag versucht, in Tuschetien Milch zu bekommen, aber das ist unmöglich, weil anscheinend werden die Kühe erst am Abend gemolken und erst am Abend gibt es frische Milch und niemand hat welche übrig. Die machen die ganze Zeit wahrscheinlich den tuschetischen Käse mit der Milch, die sie haben. Recht witzig. Ja, wir gehen jetzt hier am Fluss haben und stellen das Zelt auf. Und nach einer geruhsamen Nacht ist es Zeit geworden, uns vom Ende der Welt zu verabschieden. Unser Schönwetterfenster für Tuschetien neigt sich am Ende zu. In 2 Tagen wird das Wetter wechseln. Darum ist es höchste Zeit, uns auf den langen Heimweg zu machen. Wir sind in Pasma, am zweithintersten Dorf, bevor die Strasse aufhört. Also am zweitgefühlten Ende der Welt. Und in Tuschetien finden sich überall neben den christlichen Brüchen und Ruinen von Kirchen auch noch verschiedenste heilige Stätten, die nicht von Touristen dürfen betreten werden, aber sicher nie von Frauen, weil Frauen anscheinend gemäss dem Reiseführer die kosmische Ordnung durcheinander bringen, wenn sie es betreten würden. Ja, wo wir gestern hier durch die Pforte hier hinten durchgefahren sind, Habe ich meine Sandalen verloren? einer von denen, die sie jetzt anhat. Und ja, wie durch ein Wunder ist der wieder aufgetaucht. Wir wissen immer noch nicht, wie das der genau wieder zu uns gekommen ist. Aber Weil der ist durch den strömenden Bach ab Richtung Fluss. Irgendjemand hat den gefunden und ist mit dem Auto weiter hinten gefahren und hat uns im Restaurant besucht, wo wir waren in Pasma und Ja. Schuhe gebracht. die haben gewusst, dass es unser Schuh ist und. Also Das ist unglaublich. unglaublich, ja. Das ist Karma. Reiseglück. Bleibst da. Hallo, hi. Ja, es ist wunderbar. Wir sind heute mal mega früh, schon um 2:30 an unserem Platz. Und schauen an, was für einen schönen Platz das wir haben. Ja, jetzt chillen wir ein bisschen, geniessen die Sonne, snacken ein bisschen, kochen dann sehr früh etwas zur Nacht und geniessen einfach da zu sein. Am nächsten Morgen hat uns ein Transfer innerhalb von 2 Stunden von Dartlo direkt auf den Abano-Pass aufgebracht. Das war leider nötig, weil wir sonst wegen dem schlechten Wetter in Tuschetien stecken geblieben wären. Wie das eine Woche später 200 Einheimischen und Touristen passiert ist. Und die haben mit dem Helikopter ausgeflogen werden. Ja, es ist soweit. Nach einer Woche in Tuschetien verlassen wir die abgelegene und besondere Gegend. Es war unglaublich eindrücklich und hat sich irgendwie tief in unsere Herzen gebohrt, dass wir die Möglichkeit hatten, Tuschetien zu erkunden.
So eine spezielle Gegend. Wahnsinn, wirklich. Wir wären gerne länger geblieben, aber das Wetter wird schlechter die nächsten Tage. Und wenn wir noch eine Chance haben wollen, bei gutem Wetter über den Pass, können wir jetzt gehen. Und ihr seht schon jetzt, ziehen mega Wolken auf. Could say it's cold, but I'm out of excuses, so it's time to just go at it. I'll change my mind when I feel like changing my mind. Try to be good, but I get tired running around, trying to manage all that I want, all around me, all that I want. Ja, nach x Kilometer auf Schotter sind wir wieder auf Asphalt. Nach einer Woche zurück auf Asphalt. Yay! Yep. Ja, wir haben die Tuschezia definitiv verloren, sind wieder im Tal unten. Es ist einiges wärmer und sind hier am Campingplatz, wo wir schon die erste Nacht verbracht haben, direkt am Fluss. Und was haben wir im ersten kleinsten Lädeli nach Tuschezia gefunden? Nach einer Woche. Und wir fragen, Rce, Milch, endlich wieder mal. Und am nächsten Tag hat das Wetter doch wirklich gekehrt. Es hat den ganzen Tag geregnet und darum haben wir uns aufgemacht in Richtung Tel Aviv. Unser Weg hat uns aber am Alaverdi-Kloster vorbeigeführt und da das immerhin die drittgrösste Kirche von ganz Georgien ist, haben wir uns gleich einreissen lassen und sind das anschauen. Ja, seit wir nicht mit meinen Eltern unterwegs sind, haben wir eigentlich keine Klöster und Kirchen mehr besichtigt. Aber die Alaverdi-Kathedrale ist gerade direkt am Weg gelegen. Im Vergleich zu vielen Orten, die ja immer zuoberst auf dem Berg sind und darum für Radreisende nicht so ideal. Und diese Kathedrale ist eine der 3 wichtigsten in Georgien. Und auch da haben die Mönche natürlich schon seit dem 8. Jahrhundert Wein angebaut. Nach 2 Nächten in einem Gasthaus in Tel Aviv, wo wir uns von unserer Strapazen von der Tuschezia-Reise erholt haben, ist es weiter ganz in den Südosten gegangen. Dort haben wir mit Penny und Nicole abgemacht, um zusammen den Vaslowani-Nationalpark zu bereisen. Ein richtiges 5-tägiges Offroad-Abenteuer. Aber das im nächsten Video.